Die Aufgabe unserer Zeit ist es, ein lebenswertes Umfeld für die Zukunft zu gestalten. Dazu braucht es neue Mobilitätskonzepte, neue Ideen, um Müllberge zu reduzieren. Wir müssen unsere Siedlungen und urbanen Bereiche gegen steigende Temperaturen wappnen. Wir müssen uns mehr Gedanken um Ernährung machen und brauchen alternative Energiekonzepte. Hier muss Wissenschaft Antworten finden, damit Nachhaltigkeit nicht nur ein Wort bleibt. Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg möchte in ihren Handlungsfeldern Vorreiter und Vorbild sein. Sie betrifft uns in vielen Lebensbereichen und deshalb versuchen wir an der Hochschule sehr breit Nachhaltigkeit einzubauen in alles das, was wir tun. In die Lehre, in die Forschung, in den Transfer, in die Art und Weise, wie wir bauen, wie wir Energie nutzen, in das Campusleben, auch in die Ernährung. Die Nachhaltigkeitsstrategie der Hochschule gibt dazu die Eckdaten vor. Wir haben uns bereits seit mehreren Jahren der Nachhaltigkeit als ein Leitmotiv verschrieben. Und wir machen vieles schon. Wir haben zum Beispiel Institute gegründet, die sich ausschließlich auf Nachhaltigkeitsthemen fokussieren. In all unseren Handlungsfeldern gibt es schon sehr viele, sehr gute Initiativen. Und auch unsere Studierenden sind mit ihren Ideen und Projekten dabei. Dieses Handeln wollen wir nun entlang der Nachhaltigkeitsstrategie weiter ausbauen und stärken. Es braucht mehr Fachkräfte mit speziellem Wissen zu diesen Themen. Im Bachelorstudiengang Nachhaltige Ingenieurwissenschaft. Hier werden Maschinenbau und Elektrotechnik mit Aspekten der Nachhaltigkeit vereint, können Studierende Kompetenzen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Umwelttechnik erhalten. Ich nenne das immer so über den Tellerrand gucken. Nicht nur einfach, hält das Bauteil oder hält es nicht, sondern welche Konsequenzen haben denn technische Lösungen auf die Gesellschaft, auf die Umwelt oder auch auf das Wirtschaftssystem. Das sind eigentlich auch die 3 Säulen der Nachhaltigkeit und die haben wir in ganz vielen Fächern immer explizit mit drin. Die Lehre geht in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg auch aus den Hörsälen heraus, direkt in den Campusgarten. In einem gemeinsamen Projekt der Verbraucherzentrale NRW, 2er Institute der Hochschule und dem Green Office arbeiten Studierende in verschiedenen Lehrprojekten am und im Campusgarten. Mit unserem Gartenprojekt möchte ich gerne bewirken, dass die Studierenden sich mit dem Garten als Thema auseinandersetzen und natürlich auch mit der Möglichkeit, sich mit Hilfe eines eigenen Gartens etwas nachhaltiger zu ernähren. Ich finde den Garten halt ökologisch wichtig in unserer stark besiedelten Landschaft mit städtischer Verdichtung. Und deswegen denke ich, spielt er eine wichtige Rolle als ökologischer Lebensraum. Und darauf sollten wir alle ein bisschen mehr achten. Besonders im Fokus steht derzeit die Frage der Energieversorgung. Professorin Tanja Klees simuliert in ihrem vom Bund mitfinanzierten Forschungsprojekt Mechamod das Transportnetz der Zukunft für Wasserstoff, ein Ersatzenergielieferant für Gas. Dabei ist vor allem die Koppelung vom Wasserstoff zum Stromnetz relevant. Die Forschung ist Grundlage für weitere Untersuchungen zu einem Ausbau der benötigten Infrastruktur. Das Teilprojekt Mechamod beschäftigt sich als einziges mit der Modellierung der wichtigen Komponenten in den Netzen, der Netzbetriebsmittel im Gasnetz, das sind Verdichterstationen wie die in Ports, und die Reglerstationen, die aus dem hohen Druck des Fernleitungsnetzes den tieferen Druck für die Verteilnetze machen. Und wir modellieren die Übergänge zwischen den Strom- und Gasnetzen und umgekehrt Gas- und Stromnetzen. Die Komponenten müssen modelliert werden, sie sind neu. Das sind Komponenten, die wir zwar in Teilen in Deutschland haben, aber nicht für den Wasserstoffbereich. Ein die Zukunft beherrschendes Thema wird die Versorgung der Menschen mit frischem Wasser sein. Eine große Rolle wird dabei die Meerwasserentsalzung spielen. Jedoch siedeln sich in den speziellen Entsalzungsmembranen Biofilme an. Die Membranen setzen sich mit diesem sogenannten Biofouling zu. Das bedeutet, mehr Energie muss aufgewendet werden, um die gleiche Menge Wasser durch die zugesetzten Membranen zu drücken. Hier setzt die Forschungsarbeit von Professor Martin Sieber an.
Das ist natürlich ein Projekt, was aus der Anwendung selber kommt. Ja, man beobachtet eben, dass sich solche Biofilme bilden. Und was wir in diesem Projekt untersuchen wollen, ist, wie bilden sich diese Biofilme? Gibt es früher besiedelnde Bakterien? Und aber auch, wie kann man diese Besiedlung verhindern? Ja, zum Beispiel durch Einbringen von Ozon in diese Membranen oder durch eine Beschichtung dieser Membranen. Eben diese Biofilmbildung, dieses Biofouling zu verhindern. Um eine nachhaltige Veränderung in der Gesellschaft zu bewirken, muss Wissenschaft und Forschung nah an den BürgerInnen sein. Das Projekt Crowdmapping braucht sogar die aktive Mithilfe. Auf einer speziellen Karte können Punkte des Heimatortes markiert werden, die einer Verbesserung bedürfen. Das ist diese sogenannte sozialökologische Forschung, weil häufig, wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um nachhaltige Entwicklung geht, dann sind die Naturwissenschaftler an Bord oder vielleicht die Techniker, die Ingenieure, um beispielsweise Maschinen zu bauen oder Sonstiges. Aber wir müssen auch den Menschen mitnehmen und dann kommen wir zu den Sozialwissenschaften, deswegen sozialökologische, das sind ökologische Fragen, und schauen uns an, was wünscht sich eigentlich der Mensch, wie empfindet er etwas? Und was wünscht er sich, wie es anders sein sollte? Da kommt man auch, genau wie bei der Technik, so Richtung Akzeptanz, aber auch Wertschätzung. Und nur dann, wenn man den Beteiligten, den Stakeholder, wie man das auch nennt, wenn man den mitnimmt, dann tut sich auch was. Dann wird das auch akzeptiert, dann wertgeschätzt und man engagiert sich in der Stadt. Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist nicht abstrakt, sondern immer nah an der Praxis. Im Citizen Lab analysiert Professor Martin Hamer vom Internationalen Zentrum für nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit interessierten BürgerInnen die Zusammenhänge zwischen der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und dem Humusgehalt im Boden und deren Auswirkungen auf das Klima. Uns ist es halt wichtig, das Ganze erlebbar zu machen. Jeder Bürger, der einen kleinen Garten hat, hat sein kleines Ökosystem. Und wer sich mit dem kleinen Ökosystem mal beschäftigt hat, weiß, wo die kleinen Knackpunkte liegen, wo es in Sachen Nachhaltigkeit nicht gut klappt. Ob es jetzt die Biodiversität ist oder die Dürren der letzten Jahre. Und das machen wir erlebbar. Und wenn man das erlebt, dann kann man sich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit ganz anders auseinandersetzen. Und das ist so ein direkter Effekt, den wir, denke ich, erzielen wollen. Und so ein indirekter Effekt wäre dann auch, dass Bürger dann ihr Konsumverhalten vielleicht auch ein bisschen anpassen und auch sich mehr für nachhaltige Produkte entscheiden würden. Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg lebt bewusstes, ressourcenschonendes und klimafreundliches Leben vor. Nicht nur mit Fairtrade-Produkten in Cafeteria und Mensa, Photovoltaikanlagen an Gebäuden und auf Dächern, sondern auch mit eigenen Ladestationen für E-Fahrzeuge. Aber all das reicht noch lange nicht, damit Nachhaltigkeit nicht nur ein Wort bleibt. Wir arbeiten dabei als Hochschule Bonn-Rhein-Sieg nicht isoliert. Wir haben uns verbündet mit den anderen Hochschulen für angewandte Wissenschaften in NRW und übergreifende Formate identifiziert, die uns gemeinsam noch weiter voranbringen. Wodurch wir noch mehr Mitarbeitende, noch mehr Studierende, externe Partnerinnen und Partner, Bürgerinnen und Bürger erreichen. Denn Nachhaltigkeit ist eine inter- und transdisziplinäre Aufgabe. Wir wollen die Transformation in eine ökosoziale Marktwirtschaft zu einem Erfolg machen. Und dazu tragen wir bei. Und deshalb ist für uns Nachhaltigkeit nicht nur ein bloßes Wort.